Na, habt ihr mich vermisst? Ist es schon zu spät, ein frohes neues Jahr zu wünschen? Ja, ich bin wieder da. Was soll ich dazu groß sagen? Ich hoffe, ihr freut euch. Ich dachte mir, wir starten das Jahr und mein Wiederkehren mit einem entspannten Video zur Bildbearbeitung. Genauer gesagt Photoshop, Hautretusche. Es geht darum, wie ich nicht mehr oder generell nicht bearbeiten würde und wie ich eine natürliche und trotzdem perfekte Hautretusche erzeugen kann. Wenn ihr das anders macht, völlig fein. Es gibt sehr viele Wege, die nach Rom führen. Ja, das Sprichwort geht anders, ja. Jeder hat da so seine eigene Technik und das ist völlig okay. Und ihr müsst am Ende mit eurem Resultat zufrieden sein. Und wenn ihr Dinge macht, die ich heute hier als No-Gos betitel oder euch zeige, wenn die euch gefallen, dann macht's. Also lasst euch dann nicht von mir jetzt reinreden oder fühlt euch nicht angegriffen. Bloß weil ich das für mich beschlossen habe, dass ich diese Sachen so nicht praktiziere in meiner Bildbearbeitung. Es hat ja jeder seinen eigenen Stil und seine eigenen Vorlieben und das ist völlig fein. So, genug dazu. Ich nehme euch gleich mal rein in Photoshop. Wie ihr seht, habe ich hier ein wundervolles Porträt von der lieben Lea. Das ist noch weitestgehend unbearbeitet. Ich hatte es vorher nur in Lightroom von den Farben her ein bisschen angepasst, aber Haut etc. ist noch komplett unberührt. Wie ihr seht, gibt es bei Lea auch nicht so viel zum Retuschieren. Aber trotzdem kann ich euch hier an diesem Beispiel, denke ich mal, ganz gut zeigen, wie ich früher bearbeitet hätte, wie ich heute bearbeite. Deshalb fangen wir gleich mal an. Zuallererst mache ich natürlich so grobe Fehler weg, sowas wie Pickelchen oder wenn irgendwo ein Haar komisch liegt, irgendwelche größeren Hautunreinheiten, das mache ich gern mit dem Ausbessernwerkzeug schon weg. Das mache ich auch schon immer so. Ich bin da sehr großer Fan von. Ich weiß, dass einige hierfür auch den Bereichsreparaturpinsel bzw. den Kopierstempel gern nehmen. Aber ich komme einfach mit dem Ausbessernwerkzeug am schnellsten und effektivsten klar. Und deshalb nutze ich den. Genau. Wie gesagt, hier gibt es nicht so viele Stellen, die ich vor der Frequenztrennung, also der hauptsächlichen Hautretusche, wegmachen müsste. Ja, vielleicht gehen wir hier nochmal an. Ja, das reicht für mich so erstmal. Wo ich mich früher schnell mal verzettelt habe, war, wenn ich sehr, sehr, sehr nah rangezoomt habe. Und ihr seht, je näher man kommt, desto mehr fallen einem so Sachen ins Auge, die man am liebsten schon wegmachen möchte, ja, diese ganz kleinen Pünktchen. Wenn man dann wiederum rauszoomt, spielen die keine große Rolle. Also klar verfeinert man dann direkt schon mal das Hautbild, aber für eine natürliche Hautretusche, finde ich, verzettelt man sich da einfach viel zu schnell. Deshalb mein Tipp für diese groben Sachen: zoomt nicht zu nah rein. Und dann sollte das passen und auch immer mal wieder rauszoomen, dass man mal das Gesamtbild wieder sieht. Dann fallen einem vielleicht noch Stellen auf, die man nicht genau sieht, wenn man eben so nah rangezoomt hat. So, jetzt reicht es wirklich. Dann machen wir weiter. Ich habe hier meine Aktionen für die Hautretusche-Sachen. Da sind auch Aktionen dabei, die ich nie nutze, die mir zu viel sind oder die für mich einfach nicht funktionieren. Aber wenn wir jetzt hier anfangen mit den Augen, die kann man natürlich immer wundervoll auch bearbeiten. Fangen wir mal an, damit die Augen aufzuhellen. Das war natürlich direkt zu viel. Da habe ich vergessen, die Deckkraft runterzunehmen. So. Gerade weil sie ja schon helle Augen hat, kommt das natürlich noch krasser, wenn man es dann nachträglich aufhält. Gleichzeitig
hat man die Möglichkeit, die Farbe, die Augenfarbe noch ein wenig hervorzuheben. Was auch bei vielen und was auch bei mir sehr beliebt war, ist mit Dodge & Burn direkt bei den Augen die Highlights und die Konturen zu verstärken. Ich zeige euch gleich mal, ja, was das letztlich macht. Wenn man gerade dabei ist, das zu bearbeiten, finde ich immer, merkt man gar nicht, wie doll der Unterschied am Ende ist. Da denkt man so, ja, hier noch ein bisschen, das noch ein bisschen. Wenn man dann den Vergleich hat zu vorher, merkt man erst so, oh, da bin ich aber ganz schön stark reingegangen. So, vor allem, wenn man nachträglich dann nicht die Deckkraft mehr runternimmt, dann sehen solche bearbeiteten Augen schnell auch sehr künstlich aus. So, was haben wir hier noch? Wir könnten jetzt noch das Augenweiß etwas aufhellen. Mache ich persönlich nie. Aber theoretisch gibt es die Möglichkeit natürlich. So, machen wir das mal ein bisschen. So. Und zu guter Letzt natürlich dann die Augen nachschärfen. Das mache ich aber jetzt noch nicht. So, wenn wir uns das jetzt mal so angucken, sieht das ja erstmal nach einem schönen Auge aus, oder? Also ich finde, da ist jetzt erstmal nichts verkehrt dran. Wenn wir rauszoomen, merken wir schon, oh, das ist ja, der Blick ist sehr stechend geworden. Und wenn wir jetzt das einmal alles aus- und wieder einblenden, dann sehen wir erst den Unterschied so richtig stark. So, ich mache das mal fix. Vorher, nachher. Mir persönlich wäre das Augenweiß jetzt viel zu weiß, viel zu intensiv. Bei ihren blauen Augen, finde ich, geht das mit der Aufhellung, mit dem Dodge & Burn, da wirken ihre sowieso sehr hellen und sehr strahlenden Augen einfach nur noch strahlender. Trotzdem hat es einen etwas künstlichen Touch, wie ich finde. Deshalb nehmen wir jetzt einfach mal die Deckkraft von den Ebenen etwas heraus. Und dann sieht das Ganze schon viel natürlicher aus. Vorher, nachher. Und bevor wir die Deckkraft runtergenommen haben, sah das Ganze so aus. So gefällt es mir schon mal viel besser. Also das ist so Punkt Nummer 1, wo ich früher auch intensiver bearbeitet habe, bei den Augen. Und dann kommen wir gleich mal zu dem Nachschärfen der Augen. Das mache ich nach wie vor sehr gern. Allerdings muss man auch da, finde ich, aufpassen, dass man nicht zu stark nachschärft. Wir machen jetzt erstmal hier Deckkraft 100. Denkt man, das ist so geil, richtig schön scharf gemacht. Ja, wenn man rauszoomt, dann fällt es auch kaum so krass auf. Aber trotzdem, sobald man ein bisschen näher kommt, denkt man sich so, ja, das ist definitiv nachgeschärft. Und deshalb nehmen wir da auch die Deckkraft runter. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt am Bildschirm so gut erkennen könnt, aber wenn ich jetzt vorher, nachher vergleiche, sehe ich, es ist nachgeschärft, aber es ist nicht so boom. Deshalb ist es so sehr viel angenehmer. Dann machen wir mal weiter. Ah ja, auch bei den Haaren habe ich früher gern mit Dodge & Burn gearbeitet. Eben selbes Prinzip, wir wollen die Highlights hervorheben, wir wollen die Tiefen verstärken, sodass das Ganze am Ende einfach noch dreidimensionaler aussieht. Deswegen machen wir das jetzt mal so, wie ich es früher gemacht hätte. Überall, wo die hellen Stellen sind, gehen wir einmal zuerst drüber. Dann verstärken wir die dunklen Stellen.
Auch hier auf den ersten Blick denkt man, ja, ist doch schön bearbeitet, ist doch schick. Wenn wir jetzt wieder vorher-nachher gucken, vorher, nachher, dann sieht man dann doch deutlich, wo wir reingemalt haben. Deshalb auch hier, wenn man es überhaupt macht, ich mache es inzwischen oft auch nicht mehr, dann auch hier die Deckkraft runternehmen. Ich fahre da gerne die 60%, 50%. Da sieht man immer noch einen sehr starken Unterschied, aber es blendet sich ein bisschen besser in die natürliche Haarstruktur ein. Dann kommen wir zu einem auch ganz großen Thema, und zwar die Frequenztrennung. Mit der habe ich das Bilderbearbeiten gelernt. Also Hautretusche habe ich mit der Frequenztrennung gelernt damals. Und ich finde es eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, wirklich natürliche Resultate zu erzielen. Gleichzeitig eben einen sehr ebenmäßigen Ton zu kreieren. Aber auch hier, wenn man es übertreibt, dann hat man schnell dieses Puppenhafte. Das mögen viele, aber wenn wir jetzt eine natürliche Hautretusche anstreben, ist es natürlich nicht der Look, den wir erzielen wollen. Ich würde sagen, ich zeige euch gleich mal das Resultat nach der Frequenztrennung und zeige euch dann mal gleich ein Vorher-Nachher. Okay, dann wäre ich jetzt einmal durch. Wenn wir jetzt beide Ebenen zusammennehmen auf 100%, ihr seht, das ist natürlich komplett perfekt. Nein, das sieht natürlich furchtbar aus. Wenn man jetzt hier die Deckkraft minimiert, kann man das sehr gut justieren. Ich zeige es euch mal vorher im Prinzip, wenn es auf 0 steht. 50% sieht schon so aus. 100% hatten wir gerade eben. Und je nachdem, welchen Look man eben anstrebt, kann man damit ganz gut justieren. Auch je nachdem, wie stark die Hautstruktur des Models ist. Also wie viel will man denn glätten, wie viel will man denn ebenmäßiger gestalten. Das variiert dann auch von Model zu Model. Aber ich finde ja die Richtung ganz gut. Vorher, nachher. Deutlicher Unterschied. Trotzdem haben wir eben noch die Poren, trotzdem haben wir noch leichte Glanzstellen und es sieht eben trotzdem noch natürlich aus. Ja, man denkt jetzt nicht, dass man viel an der Haut verändert hat. Dann kommen wir zu meinem liebsten Part, und zwar Dodge & Burn bei der Haut. Ich will mal langsam hier Licht anmachen. Ja, Winter wird Zeit, bei Zeit ein Licht anzumachen. Ne? Genau, Dodge & Burn bei der Haut. Gleiches Prinzip. Ihr kennt das Spiel. Ich mache euch das mal fix. Auch unter den Augen aufhellen finde ich immer ganz toll. Das wirkt dann direkt noch frischer und noch wacher.
hier ist es eben leicht, unbemerkt zu übertreiben. So, denken wir jetzt einfach, sie ist stark geschminkt. Gut, ein bisschen fleckig vielleicht. Aber noch stärker ist eben jetzt hier der Unterschied. Dann sieht man erst so, oh ja, das sieht gemalt aus. Deshalb hier auf jeden Fall so 20, 30 vielleicht von der Deckkraft her. Reicht vollkommen aus und macht trotzdem einen sehr schönen Effekt, dass es wieder dreidimensionaler wirkt und man mehr Tiefe hat, wo wir gerade durch die Frequenztrennung die Tiefe ja etwas weggenommen haben. Dadurch, dass wir alles ein bisschen ebener gemacht haben, haben wir uns wie eine Art Leinwand geschaffen, in die wir jetzt wiederum Tiefe reinmalen. Noch eine Sache, die ich am Anfang mal probiert habe, aber die für mich nicht so viel getaugt hat, ist es, die Lippen noch zu bearbeiten. Hier können wir natürlich auch die Lippenfarbe hervorheben, verstärken. Aber letztlich, gerade auch wenn man ein geschminktes Model hat, sie trägt ja schon Lippenstift, da sehe ich nicht so viel Nutzen drin, das noch weiter irgendwie nachzubearbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Sie ist ja schon schön geschminkt. Wenn wir jetzt gucken, denkt man einfach, sie hat einen starken Lippenstift drauf. Machen wir wieder alles aus. Ne, sieht man schon starken Unterschied. Das würde ich jetzt tatsächlich nicht mal nur runterschrauben von der Deckkraft. Das würde ich jetzt einfach wegnehmen. So würde ich persönlich jetzt nicht mehr bearbeiten. Aber ja, hier habt ihr es einmal. Ich habe jetzt auch bewusst mal Schulter und so ausgelassen, dass ihr mal seht, wie wichtig es ist, alles mitzubearbeiten. Dass man eben nicht zum Beispiel sich nur auf den Bereich konzentriert und dann beispielsweise den Hals vergisst oder weglässt. Man sollte sie alle gleichmäßig bearbeiten, bin ich der Meinung, damit es am Ende ein harmonisches Gesamtbild ergibt und einfach homogen aussieht, weil so sieht es jetzt aus wie, oh ja, perfektes Gesicht, perfekte Hautretusche, aber der Rest ist irgendwie nicht so schön, wenn ihr versteht, was ich meine. Deshalb immer darauf achten, dass ihr mit allen Hautbereichen gleich verfahrt, dass ihr auch alle Hautbereiche bearbeitet, wenn ihr schon anfangt zu bearbeiten. Oder ihr lasst es halt komplett weg. Das ist natürlich auch völlig fein. Ja, das wär's. Ich zeige euch nochmal das komplette Vorher-Nachher. Das ist jetzt nachher und wir haben angefangen mit dem Bild. Das zoome ich nochmal näher ran. So sah es vorher aus und am Ende sieht es jetzt so aus. Ich finde, es ist perfektioniert und trotzdem hat es noch einen natürlichen Touch. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, beziehungsweise wie ihr am liebsten eure Bilder bearbeitet, ob ihr die überhaupt bearbeitet und wenn ja, so auf welche Art und Weise, was so eure Go-To-Mittel sind. Dann wären wir schon am Ende von dem Video. Hat mich gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hinterlasst gerne einen Kommentar, ein Like, ein Abo, ne? Nicht vergessen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Video. Ich kann schon nicht mehr sprechen, ich bin es nicht mehr gewöhnt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!